Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe hier ein neues Bild angefangen, die Seerose. Und als ich ungefähr 6 cm geschafft hatte, ist mir aufgefallen, dass ich einen ziemlichen Fehler gemacht habe. Darum habe ich gedacht, ich zeige euch mal, wie gehe ich mit Fehlern um. Ich habe da 5 Arten herausgefunden, wie ich mit Webfehlern umgehe und wollte die euch einfach mal zeigen. Ich starte mal mit Art Nummer 1, dem Rückwärtsweben. Manchmal passiert es mir, dass ich einen Schuss einlegen will. Ich lese den aus, so wie immer, und merke auf einmal, huch, in dem Schuss davor habe ich einen Fehler gemacht. Da bin ich nicht der Linie gefolgt oder da habe ich irgendwo einen Faden übersprungen. Was mache ich dann? Das ist eigentlich ganz einfach, die einfachste Art. Ich trete den letzten Tritt, den ich vorher getreten habe. Oder beim Gatterkammweben mache ich einfach das Fach nochmal auf, das ich vorher gemacht habe. Und nehme diesen Schuss wieder raus. Also einfach das Ganze wieder rückwärts. Bei mir brauche ich dann auch noch den Tritt davor. Und dann webe ich einfach mit meinen Puschels wieder rückwärts. Ich nehme diesen Schuss einfach wieder raus. Das Ärgerliche daran ist natürlich, es dauert ungefähr gleich lang, wie den Schuss zu weben. Das Rückwärtsweben ist der gleiche Aufwand. Aber wenn man das sofort merkt, ist es nicht schlimm, dann ist es nur ein Schuss, mit dem man rückwärts geht. So, dann nimmt man das einfach alles wieder raus und fängt diesen Schuss dann nochmal von vorne an. Das ist das Rückwärtsweben, das kann man, egal, kann man am Webstuhl machen oder auch, wenn man am Webrahmen ist, einfach den ganzen Vorgang wiederholen bis zu dem Fehler. Das macht man dann, wenn das nur 1 oder 2 Schuss zurückliegt und dann habe ich das bemerkt. Dann kann ich einfach wieder rückwärts weben und ab da wieder richtig vorwärts weben. Hier kommt die zweite Art, wie ich mit Fehlern umgehe. Das ist meistens dann, wenn man merkt, der Fehler liegt schon weiter zurück. Macht aber nur Sinn bei so einem Stück, deswegen habe ich euch dieses Stück mal hierher gelegt, wo keine unterbrochenen Schussfäden sind. Bei meinen Bildern webe ich ja immer hin und her und habe verschiedene Schussfäden auf einer Breite. Da macht das nicht viel Sinn, das habe ich ausprobiert, das hilft eigentlich gar nichts. Und zwar ist es das Schüsse rausschneiden. Also wenn ich durchgehende Schüsse habe, zum Beispiel bei einem Rand, den ich wieder weg haben will, bei meinen Bildern, dann kann ich das so machen, indem ich die Kettfäden auseinanderziehe. Die sind dann ja auch unter Spannung. Und ich schneide so ungefähr in der Mitte. Bei einem breiteren Stück kann man es auch zweimal machen. Schneide ich die Schussfäden durch in der Mitte. Dabei muss man sehr aufpassen, dass man keinen Kettfaden erwischt, sondern wirklich nur die Schussfäden. Hat man das bis zu dem Fehler gemacht? Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Gewebe ist unter Spannung. Dann kann man das an der Seite nehmen und einfach rausziehen. An der Seite ist dann ja eine Umkehrung, aber ich kann das dann einfach aus dem Gewebe rausziehen. Und das mache ich dann auch wieder so weit bis zu dem Fehler und kann ab da dann wieder normal anfangen. Ich habe dadurch nichts verloren. Ich kann ja ein bisschen Schussfäden, aber das geht schneller, wenn man ein größeres Stück hat, als rückwärts weben.
Und man muss das immer ein bisschen abschätzen. Will ich den Schussfaden nicht verlieren, ist der sehr wichtig für mich, weil es vielleicht selbst gesponnenes Garn ist oder so, dann webe ich rückwärts. Ist der Schussfaden nicht wichtig für mich, aber die Zeit, dann schneide ich es raus. Kommen wir zur dritten Art. Das mache ich immer dann, wenn ich lange gewebt habe und spät merke, dass da ein Fehler ist. Hier ist ein kleiner Fehler. Dieser Schussfaden flottet hier zu weit und ist nicht unter dem Kettfaden. Da schneide ich natürlich nicht das ganze Stück raus oder webe zurück, wenn ich das nach 20 cm oder so gemerkt habe. Das lohnt sich wirklich nicht. Dann nehme ich dann einen neuen Kettfaden, lasse den ein ganzes Stück überlappen und nähe den so ein, dass er mit dem anderen Kettfaden übersteht. Dann an der Stelle mit dem Fehler webe ich es natürlich richtig oder nähe es richtig. Und kann dann die Enden einfach abschneiden. Man sieht diese Stelle jetzt dann überhaupt gar nicht mehr. Und dadurch ist alles richtig. Bei meinen Bildern muss man sowieso nur die Oberseite sehen. Wenn man auch die Unterseite sehen muss, kann man dieses Stück Kettfaden tatsächlich auch rausschneiden, der falsch ist. Dann muss man gucken, dass man das lang genug überlappt, dann ist das kein Problem. Der Fehler ist versäubert hinterher und man sieht nichts mehr. Die vierte Art, wie ich mit einem Fehler umgehe, kostet ehrlich gesagt ein bisschen Überwindung. Hier habe ich euch schon erzählt, ich habe 6 cm gewebt, bis mir aufgefallen ist, dass diese beiden Farben viel zu ähnlich sind. Auf dem Entwurf ist das nicht so. Die sollen unterschiedlich sein, das hier dunkler als das. Und da ich schon so weit gewebt hatte und auch der Rand in der Farbe war, also das ist ausgerechnet die Grundfarbe, die ich falsch gemacht habe, habe ich zu einem Mittel gegriffen, was ich nicht gern mache, aber was sich am Ende dann wirklich lohnt. Ich habe nämlich nochmal ganz von vorne angefangen. In dem Fall konnte ich das nicht aufschneiden, weil, wie gesagt, hier diese ganzen Umkehrungen drin sind. Ich hätte praktisch wirklich rückwärts weben müssen und die ganze Arbeit habe ich mir gespart. Ich habe stattdessen das nochmal neu ausgemischt, nochmal ganz von vorne angefangen und hier seht ihr schon, dass jetzt die Farbe hier eine andere geworden ist und die auch sich unterscheidet von dieser Farbe. Ich zeige euch nochmal den Unterschied hier, wie ähnlich die sich sind. Und hier sieht man jetzt, dass die doch sich jetzt unterscheiden. Und es war es mir wert, einfach zu sagen, gut, einige Stunden Arbeit kaputt, aber es lohnt sich nicht, dann darüber nachzudenken. Es hilft wirklich am ehesten, nochmal ganz von vorne anfangen. Ich habe das dann natürlich stehen lassen. Ich werde es dann später im fertigen Stück abschneiden und das Bild beginnt dann eben mit diesem Rand jetzt hier. Die 6 cm sind eigentlich viel zu lange, bis mir aufgefallen ist, dass das nicht okay ist. Also das nächste Mal ein bisschen früher genauer hingucken und in dem Fall nochmal neu starten. So, und was ist jetzt die 5. Art? Die 5. Art ist eigentlich ganz einfach. Den Fehler akzeptieren. Manchmal sind Fehler so klein, dass nur ich die sehe. Und dann lasse ich sie einfach drin. Oder was eigentlich ein Fehler sein könnte, ist gar keiner. Ich mache die Entwürfe, ich mache die Bilder selber. Und manchmal ist eine Farbe vielleicht nicht so ganz genau gelungen wie auf dem Entwurf. Aber das fertige Bild gefällt mir genauso, wie es ist. Dann akzeptiere ich das einfach, dann ist es kein Fehler, sondern es ist einfach anders. Wir Menschen sind nicht perfekt, die Bilder sind nicht perfekt, so ist das Leben und ich finde es auch, ja, so ist es auch lebendig. Es muss nicht immer alles ganz genau so sein, wie man sich das am Anfang gedacht hat.
Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, wie ihr mit Fehlern umgeht, ob ihr da besondere Erlebnisse habt. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Weben. Macht's gut!